So, hallo ihr Lieben, wir sind's mal. Diesmal wieder im Doppelpack, Zippo und meine Wenigkeit. Moinsen. Ich danke erstmal über die Nachricht beim Kommentar bei dem einen Video, was ich letztens gekriegt habe. Und zwar war unter dem Video mit dem, was ich gemacht habe, wo es was Neues gibt in Second Life. Also wegen und so weiter und so fort. Da wurde ein Kommentar unten drunter geschrieben, dieses Inzio, ich weiß, ich sag's jetzt wieder falsch aus, kommt ja bald auf Steam raus. Und das soll eventuell SL ersetzen. Nein, Leute, das wird es nicht. Weil von meiner Seite aus, gleich kann Zippo noch mal dazu was sagen. Ich sehe eher das Spiel, ich habe mir so viele YouTube-Videos schon darüber angeguckt. Ich sehe es erstens wie Sims 4. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, Zippo? Ja, ich weiß auch nicht, wie man auf die Idee kommt, dass, ISOL oder ISO oder, SL ersetzen soll. Pass auf, das ist Der ganz oder ein. Nachfolger von SL. Wir wissen alle gar, dass Sambras oder ne, Sambras hieß nicht. Wie hieß das Ding noch mal? Second Life Teil 2 oder so. Da gab's doch auch noch mal so 'n Ding. Das ging ja schön da hinten los, das Ding. Das wird zwar, ja, das ist, jein. Also, das ist zum größten Teil mit Brille spielbar, ich kenne mich ja nicht aus mit dieser Bubble. Ja, diese VR-Brille, ja. Genau, das ist mit dieses, was du gerade angesprochen hast, Zippo, das ist dieses Sansor oder wie es auch immer heißt. Das Ja, genau, Sansor. gibt's auch kostenlos runterzuladen. Übrigens für Leute, die es interessiert und gerne machen wollen. Es ist immer noch verfügbar und es gibt's auf Steam runterzuladen. Nach meinem Bemessen muss man da aber, es kann falsch sein, ich bitte darum Gnade. Ich kenne mich da nicht mit dem aus. Ich habe es mal runtergeladen, es war nicht meins. Ich habe es wieder deinstalliert. Und ob man das jetzt unbedingt mit der VR-Brille spielbar ist oder ist es nicht spielbar, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, das war die Rede. Es soll, weil die alten Servern von Second Life, die sind auf eine Art und Weise, ist Second Life so, wie es jetzt gerade ist, in meinen Augen oder in meinen Augen persönlich eventuell nicht ersetzbar von dem neuen, was sie noch rausgebracht haben, von Second Life 2. Würde auch nicht raufpassen. Genau, weil da kennt sich Zamir ein bisschen besser aus. Warte, ich tue dich mal ein bisschen da besser im Bilde. Ähm, Da kennt sich ein bisschen Zippo ein bisschen besser aus, was Technik anbelangt, mit Servern und so weiter und so fort. Vielleicht gehen wir da später nochmal drauf ein. Das Video wird eventuell ein bisschen länger dauern. Es wird ein bisschen auch ein Mimimi-Video werden. Also Obacht. Ich bedanke mich erstmal für, wie gesagt, für den Kommentar. Es ist nichts Verkehrtes dran. Nicht, dass du denkst, du hast da irgendwas falsch gemacht und du tust es löschen, dein Kommentar. Also das vergiss schon mal gleich. Nein, ich bin über jeden Kommentar, sei er scheiße, sei er gut, dankbar. Sonst so kann ich mich entwickeln und so gibt ihr mir Input oder wie das auch immer heißt, was ich jetzt hier gerade ja mache mit Zippo, auf das Video und auf den Kommentar nochmal zu kommentieren, dazu ein Video zu machen. So entsteht in meinen Augen ja auch YouTube. So, So, inso. und jetzt grätsche ich mal rein, jetzt holst du erst mal schön Luft, ne? Hast es gerade so schön, erwähnt, ne? Kommentare sind willkommen, auch dieser Kommentar, der unten im letzten Video von ihr stand. Es ist kein Mimimi-Video, muss ich auch Nein, mal wieder korrigieren. Es ist sozusagen eine kleine Diskussionsrunde, weil, es gibt für jedes Spiel oder für jedes Spiel, was neu rauskommt, gibt es verschiedene Meinungen. Vertretet diese Meinungen, wir diskutieren sie nur, ne? Wir sagen oder ich sage zumindest, sehe ich nicht. Es kann sich natürlich ändern. Ganz ein ganz klar, es kann sich ändern, muss aber nicht zwingend. Momentan sehe ich ISO als so ein bisschen als der Konkurrent von, Sims 4. richtig. Und das sehe ich auch so. Und da steht ja auch unten drunter, wenn man richtig mal ein bisschen runter scrollt. Ich weiß nicht, ob ich das gerade mal machen kann hier. Er linkt ja nicht, ach, ich bin ja nicht angemeldet auf der Seite. Normalerweise müsste hier unten dann empfohlene Spiele so ähnlich sein wie Sims 4.
Warum? Weil es ist natürlich noch erstens, es kommt ja jetzt erst am 28. raus. Also ein bisschen Spoiler. Ihr könnt euch natürlich jetzt schon die Demo-Version holen und ich weiß nicht, alle für diejenigen, die am 27. lese ich da gerade. Ähm, Normalerweise war es am 28., jetzt haben sie es einen Tag verkürzt. Ist auch geil. Also, ihr könnt es übrigens spielen, das ist eine Demo-Version, es ist nicht die volle Version, es ist die Demo-Version und ihr seht ja oben, wie Gronkh sagen würde, es ist in der Beta, in der Early Access mit Early Access. wie Gronkh immer sagen würde mit ne? Das finde ich Und mit Ö. richtig, das finde ich immer so geil, wenn er das sagt. Das finde ich ein bisschen zu geil. Ich weiß es nicht, wie es ist, auf Twitch die Demos-Version zu streamen, weil ihr werdet auf Twitch jede Menge Leute sehen, die das eventuell schon streamen. Die haben eventuell auch schon den Coup oder wie man das nennt, Den Key. Bei den Key. Twitch läuft das so, dass der Publisher per E-Mail, glaube ich, Bescheid gegeben hat, dass, ab einem ganz bestimmten Zeitraum nicht gestreamt werden darf. Ne, Ja, ich weiß jetzt nicht, wie lange der Zeitraum gilt. Ich denke mir mal, dass es kurz vor Release, sage ich mal, aufgehoben wird, dass die Streamer halt bevor das Ding released wird, auf Twitch zeigen können. Aber ich habe mal gehört gehabt, dass irgendwie die Streamer oder YouTuber daran angehalten sind, dass sie bis zu einem bestimmten Zeitpunkt bitte warten sollten, bis sie das halt mal veröffentlichen oder so, wisst ihr? ja, aber Das ist ich aber ver normal bei den Publishern oder ja, beziehungsweise bei den Entwicklern. bei vielen Spielen, ne? Bei vielen Steam auf Steam. Es soll laut, dass du ein bisschen auch im besseren Bilde bist, Zippo, es soll laut Entwickler, was ich so ein bisschen gehört habe, es gibt natürlich auch auf Deutsch, es soll irgendwann mal, wenn es richtig rauskommt, Ende September, ich muss spoilern, Ende September, Anfangs Oktober, soll ein Multistream rauskommen. Und es soll, egal welche DLCs noch dazukommen, die sollen erstmal kostenlos sein für jeden. Also ich rechne mit dem Spiel ungefähr so, ich möchte mal spoilern mit dem Geld mäßig, aber das ist ein Spoiler von mir, das weiß ich ja nicht, ist eine Behauptung, es kann auch eine Gegenbehauptung sein, dass das Spiel ungefähr so 40, 50 Euro kostet. Ja, Ähm, in dem ne, Rahmen liege ich auch. in, So 50 bis 60 ungefähr. in dem Rahmen, weil die DLCs, die ja noch kommen, sollen ja kostenlos sein. In weiterer Zukunft kann es natürlich sein, dass es zum größten Teil ein bisschen Second Life ersetzen soll, weil laut Entwickler, was ich so gehört habe, soll es die Möglichkeit geben, wie in SL auch, dass du Creator werden. Man möge mich spoilern, wenn ich es wieder falsch ausgesprochen habe, dass man Designer werden kann. Sagen wir es lieber mal so, dass man Tattoos machen kann, man die dann eventuell auch verkaufen kann, wie es mal so war, ob es noch ist in Second Life, weiß ich ja leider nicht. Deshalb hat ja in der Hinsicht auch ein bisschen Second Life die Leute verkrault, weil es Hm, früher mal ging. Du konntest, wenn du einen Tattoo-Laden hattest oder so, das Geld, was du eingenommen hattest, ich weiß nicht, Spoiler-Alarm, ich weiß nicht, ob es heute noch der Fall ist, konntest du damals das Geld in Real Life also dir auf dein Real Life Konto und konntest dadurch deine Miete und deinen Unterhalt dadurch bezahlen. So in einer Art und Weise, so Spoiler-Alarm von den ganzen YouTubern, die ich so gehört habe, soll das bei dem Insoi auch werden. Das heißt, du kannst eventuell auf irgendeiner Plattform, gehe ich mal stark davon aus, so ist es eventuell bei Sims 4, weiß ich das, dass man auf einer extra Plattform sein Haus oder sonst was, was man designt, was weiß ich, Klamottenhaus, was weiß ich, oder auch in meinem Fall, was ich immer sagen würde, Püppchen, das heißt ja in der Hinsicht ein KI oder wie auch immer, oder Avatar, dass man den dann designt oder erstellt oder wie auch immer, wie bei uns hier in Second Life auch die Maitreya und Katwa und hast du nicht gesehen gibt, dass es dann die Möglichkeit gibt, auf einer externen Plattform die ganzen Sachen hochzuladen und dann zu verkaufen. Und dass du dann in der Hinsicht das Geld, was du dann da einnimmst, auch in Real Life nutzen kannst. Das ist von mir aus ein Spoiler-Alarm. Ich mag mal zu behaupten, dass es eventuell machbar ist. Ich mag mal aber auch zu behaupten, dass es nicht machbar ist.
Wir werden's Machbar, denkbar ist es, auf jeden Fall. Creator-Plattformen gibt es überall ja, in bestimmter Form. Second Life gibt halt uns nur die Möglichkeit, alles zu machen, wirklich alles. Und, ja, es geht heute immer noch, dass man sich, Linten verdient und Linten umwandeln kann in Real-Life-Geld, nur okay. der Tauschkurs, ne, der ist ganz schön weit nach oben geschraubt, aber, so ganz so einfach ist es nicht mehr, wie es früher war. Es ist zwar noch machbar, aber es ist schwieriger. Richtig, Ne, weil noch 'ne viele sagen, lohnt sich nicht. Also, der Aufwand lohnt sich nicht mehr. na, es kommt auch drauf an, wie groß dein Geschäft ist, ne, oder wie viele Leute das eventuell einkaufen. Ähm, Dass es eventuell dann doch 'n bisschen noch eine Unterstützung machbar eventuell ist. Aber wie gesagt, der Aufwand wäre, wie schon Zippo sagt, zu groß, weil ja noch eine Tochterunternehmen dazugekommen ist von Second Life, dieses Trillo oder Trilli oder wie es auch Es immer ist heißt. nur ja, das ist aber nur zum Einzahlen gedacht, Ja, nicht oder zum auch zum Auszahlen. auch teilweise auch fürs Auszahlen, fürs Kontrollieren. Ja, dass sie da 'ne kleine Sicherheitslücke drin ha 'n Sicherheitsding drin haben, ist normal. Da ist Second Life bei, ne? Und das ist deswegen das verschreckt einige Leute, weil früher mal so vor 10, 20 Jahren oder so, wo ich angefangen habe in Second Life, vor 10 Jahren ungefähr, da war ja noch alles machbar. Da konntest du wirklich alles, ne? Und da will jetzt halt Second Life so bisschen im Rahmen der Gesetze halt, ne, dazwischen funken, sage ich mal. Und das ist das, was viele Leute abschreckt. Wir müssen aber auch dazu sagen, einer von den, Entwicklern von Second Life ist ja leider verstorben, wie ich mal gehört habe. Und der andere, der das noch zusätzlich mitentwickelt hat, ist ja wieder zurückgekommen, nach laut Informationen von Second Life. Was der jetzt noch alles natürlich noch macht oder so, wie es ja schon gesagt worden ist, deshalb ist ja in letzter Zeit auch unheimlich ein bisschen 'n Lack in Second Life, weil er anscheinend angeblich eine große Farm gekauft haben soll, der Entwickler, und sich da jetzt aufbaut und da drauf die Servern von Second Life irgendwie drauf spielt oder was auch immer. Ich habe ja davon keine Ahnung. Das kann ich 'n bisschen erklären. Ja, es existiert eine Serverfarm für Second Life mit einer gewissen Anzahl an Servern, die für Second Life, konzipiert sind. Natürlich sind das neuere Server und, es muss ja alles übertragen werden, ne, von den alten auf neue Server. Das dauert 'ne Weile, das ist 'n Prozedere, was ziemlich lange dauern kann, was auch hin und wieder zu Problemen der Server fungieren kann. Ne, dann kann das sein, dass die Server mal abschmieren. Dann können die Login-Server mal down sein und so weiter und so weiter. Müsst ihr einfach mal in dem Forum von Second Life mal gucken, da stehen halt alle Fehler drinne, die mal waren oder die noch kommen werden oder die grade aktuell sind. Wie zum Hm, Beispiel, ich kenne ein junges Beispiel, da ging der Marketplace nicht für manche Leute hier in Second Life. okay. Das wäre ja zum Beispiel, die Leute haben eingekauft, aber haben das Material nicht gekriegt. Na ja, irgendwie. Da ist ne, Ja. das ist das Problem mit den Servern. Und das wird auch noch eine lange Zeit so bleiben, weil das geht nicht von heute auf morgen. Ne, wenn du jetzt 'ne überdimensional große Serverfarm hast und du musst alles auch von alt auf neu machen, das dauert. Das dauert. Ja. Also, ich gehe mal davon aus, dass es zwar jetzt die Sims 4 nicht ersetzen wird, das Spiel, das Inzoi, Konkurrenz. aber Konkurrenz. Konkurrenz Konkurrenz auf auf jeden jeden Fall. Fall, weil Du hast es ja auch was angesprochen mit den kostenlosen DLCs oder kostenlose Updates. Ein weiteres Beispiel für ein anderes Spiel ist No Man's Sky. Ne, wer es kennt von euch, schon 'n schönes Eisspiel, kannst du 'n bisschen rumfliegen, riesengroßes Ding, ne? Schön mit Raumschiffen und alles, kannst alles machen. Das Spiel ist so das Paradebeispiel dazu, es funktioniert, weil die Entwickler von No Man's Sky haben sich gedacht: „Nö, wir machen das für, was weiß ich, 50, 60 € das Spiel, dauerhaft, ne, und die Updates sind dafür aber mit enthalten." Ihr müsst mal gucken, No Man's Sky bei Steam könnt ihr euch runterladen, ist immer noch schön teuer, ja, ist 'n Pr ne, aber der Preis lohnt sich. Der Preis ist berechtigt, der da ist. Ich glaube, mittlerweile kostet, glaube ich, 50 € oder so. Müsste ich mal selber mal gucken, was No Man's Sky kostet. Aber die ganzen Updates, die gekommen sind oder neue Inhalte, die reinkommen, kriegt ihr umsonst. Ihr werdet für das Spiel keine einzigen DLCs finden.
Ja gut, Altspiel ist jetzt nicht so unbedingt meins, aber Es ja, ist 'n Paradebeispiel. Es ist nur ja, 'n Beispiel. Und richtig. wenn halt die Schiene, von Alias oder wie das Ding heißt da, Idios oder so, äh, auch verfolgt, also dann, äh, ziehe ich davor ehrlich gesagt 'n Hut und sage: „Jawoll, endlich mal 'ne schöne Konkurrenz, ne, die Sims 4 mal ersetzen soll.“ Weil du musst mal gucken, wenn du in Sims 4 alles machen willst, dann musst du schon irgendwie was um die 1.000 € hinblättern oder so 'n Ja, Scheiß. über 1.000 €. Für Sim alle Inhalte. Ja, das Grundspiel an sich ist kostenlos, aber die anderen DLCs kosten alle Geld. Richtig. Und dann bist du locker mal bei 1.000 € dabei für ein komplettes Spiel. Richtig. Und wenn jetzt das neue Spiel da, so hingeht, dass sie das so ungefähr aufbauen wollen wie Sims 4 oder, ne, weil man ja auch bei dem Preview ja ein bisschen gesehen hat, das sieht eher aus wie Sims 4, könnte eine gute Konkurrenz für Sims 4 sein, wurde auch im Bericht mal erwähnt, was ich gelesen habe, dass die fragen sich, neue Konkurrenz für Sims 4 oder eher doch so ein Flop oder so, ne? Da streiten sich die Gemüter so ein bisschen, wisst ihr? Zum Beispiel früher war es ja auch so, ich bin ja auch schon gewisse Jahre in Second Life. Ich müsste spoilern, glaube auch so um die 8 Jahre. Kann man ja mal gucken. Ich weiß es nicht nie immer auswendig. Oh, es sind sogar 8 Jahre und 11 Monate. Muss man dazu sagen, konnte man gegenseitig Filme oder sowas gucken. Deshalb sieht momentan für euch, sieht Zamir nicht, was ich gerade auf dem Bildschirm sehe. Er sieht es nicht, weil das haben sie leider rausgenommen, ne? Weil ich habe ja Ja, warte, ich kann's doch mal testen. Wir sind ja den heute bei so bisschen, ne, diskutieren und so weiter. Ich kann mal testen, ob ich irgendwie den Link bei mir zum Laufen kriege. Moment, mache ich weiter. Ja, also ihr seht hier, in meinen Augen ist es so ein bisschen angelegt auf ähm, Sims 4. Ne? Was da noch, wie gesagt, was da noch kommen wird, weiß keiner. Ne, das wissen noch nicht mal die Leute auf YouTube, die das so sehen und so weiter und so fort. Ich weiß jetzt Kleiner nicht. Spoiler-Alarm. Ja, ich sehe den Link. Okay. Ne? Du siehst 'n bisschen, dann geht das, lol. Auf jeden Fall, seht ihr da die Autos ein bisschen, die Videos, die so ein bisschen durchläuft, die normalen. Ihr seht auch ab und zu Webseiten, die aufleuchten. Ich denke mal, wie gesagt, bei Sims 4 gibt es ja eine Webseite extra, im Spiel, wo man Häuser oder allen Driss auf eine Art und Weise designen kann und auch hochladen kann. Ne? Und nur, jetzt Man sieht kommt ja auch ein man kleiner sieht ja Spoil. jetzt man sieht ja jetzt auch noch so 'ne schöne Metropole da, ne? Also, Häuserbau und Ja, was nicht alles und so weiter. Also, wenn sie in die Schiene hingehen, dass die Spieler sich so 'ne Metropole selber erbauen, so wie's ja in Second Life eigentlich ja auch ist, vom Grundprinzip her. mhm, mhm, Ne, mhm. Creator kreieren Häuser, verkaufen das. Es ist Soll ja nichts so, soll nichts ja so. nichts ja nichts anderes sein. Wenn die das, so machen, dass sie sozusagen eine freie Fläche haben, also 'ne riesengroße Map meinetwegen, ne, wo halt jeder sich da so 'n bisschen austoben kann, ne, und so weiter, dann würde ich sagen, Parallelen sind da. Ja, Dann wären natürlich. Parallelen da. Natürlich, ne? Die Parallelen sind eventuell schon da. Ich sage ja auch nicht, dass es so sein kann, ne? Wie gesagt, ich vermute es momentan nur, dass es nicht großartig sein kann, weil ähm, du müsstest so einen riesengroßen Server bauen wie Second Life und das kriegt 'n Privatmann nicht hin, wo ungefähr, ich muss spoilern, 50, 60.000 Leute draufpassen, wie in Second Life. Wo du hin Es sei denn, du machst es wie Blizzard, ne, bei World of Warcraft, ne, jeden Monat bisschen was abdrücken.
Ja, für diejenigen, die, Geld da investieren und haben das Geld, ich habe es nicht. Ich, habe noch nie WoW gespielt und werde auch nicht WoW spielen, weil Ist wenn jetzt nur ich ein Beispiel. ja, aber trotzdem, wenn ich ein Spiel spiele, möchte ich es gerne komplett, von vorne haben, dass ich zum Beispiel oder auch wenn's, was wir jetzt öfters machen, 'n anderes Spiel, ne, da, wo ich eine Bunny bin, ein kleiner Spoiler-Alarm und, ich schaffe das bis heute nicht, den Namen richtig auszusprechen, deshalb lasse ich es gleich. Und First Descendant. richtig, und da bin ich ja 'ne Bunny und da bin ich 'ne Ultimate Bunny und die wird ja in dem Spiel auch unheimlich verhasst, aber darum geht es ja grade nicht. Es geht ja um das Inso. Also, von daher, was da noch kommt, sonst wird das Video unheimlich lange. Wir sind jetzt, glaube ich, schon bei bald 20 Minuten. Also, Kein da Problem. wollen wir mal zum Ende Hier sieht kommen. ich sehe ich sehe es gerade wieder hier bei dem Beispiel. Schöne Metropole oder mit so 'nem Freizeitpark, ne? Kennt ihr das Spiel, wie heißt das Ding? Roller Case Du, Tycoon oder sie so? s Keine Ahnung. Da kannst du ja auch so 'n Freizeitpark errichten, so 'n Scheiß. Wenn die das da auch noch mit reinbringen, ey, das wäre Hammer. Das also wäre mal geil. also, ich muss 'n kleiner Spoiler-Alarm von meiner Seite sagen. Wie ihr seht, Zippo kennt halb Steam schon von Spielen und, was ich nicht kenne und, Sagen davon, sagen wir's mal so, ich behalte die Gamer-Szene im Auge. Ich höre ja. so 'n bisschen ich höre zwar nicht alles, man kann mich korrigieren, wenn ihr da 'n bisschen mehr involviert seid, aber ich interessiere mich für die Gamer für die sozusagen für die Gamer-Community, wenn du so willst, ne? Ich habe meine persönliche Meinung dazu. Einige Spiele sage ich: „Scheiße“, einige Spiele sage ich: „Daumen hoch.“ ja, einfach mal bei mir mal auf Steam vorbeischauen, Seperino mein Name. Einfach mal gucken, weil ich habe da so 'n paar Reviews auch abgegeben für diverse Spiele. Ja, ich glaube aber momentan ist es nur Second Life drauf, Ja, was du Boom-Effekt erklärt hast. Ähm, auf Englisch, weil ich ja aber es kann geil werden, wenn man so die Bilder so sieht, ne? natürlich, Von den neuen Spielen. Das kann geil werden. das Also, da ich werde es mir natürlich, wenn es in meinem Budget beinhaltet, möchte ich jetzt nicht dazu sagen, dass ich es mir eventuell nicht holen werde. Aber, doch, das Ding ist auf meiner Liste. wenn es ungefähr 40, 50 € ist, dann kann ich es mir nicht leisten und dann werde ich es mir auch nicht holen. Ne? Obwohl Ja, da müssen wir halt eventuell mal die ganzen DLCs irgendwann mal umsonst sein sollte. Also es hat Potenzial, es sieht schon geil aus, sagen wir es mal so. Also ich freue mich auf eine Art und Weise und ich sehe es ja auch auf Twitch und ich sehe es ja auch auf YouTube ab und zu Leute, die das schon rausbringen. Es ist schon geil. Man kann auch wie bei Sims 4, ne, sich, ganz doll lieb haben, wenn ich das mal so sagen darf, und dadurch entsteht, halt auch ein Kind, ne? Und, jugendfrei auf YouTube das mal zu erzählen, ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall, ne, kann man auch Auto fahren, wie ihr seht. Also, es ist so auch man durchs Autofahren halt auch ein bisschen, denke ich mal, so ein bisschen kleiner Hauch von GTA mit drinne. Ähm, wie das weiterentwickeln wird, sehen wir ja. Es kommt ja, Leute, es was draus wird, sind. Also, richtig. kleine Frage an dich, Sandy. Hast du gesehen, dass ich jetzt auf deiner Seite mal 'n bisschen runtergescrollt habe? Nein, das Okay, dann zählt das nicht für dich. Okay, weil, du kannst mal 'n bisschen weiter runterscrollen bis hin zu den, System Sy Sys Anforderung. genau, Systemvoraussetzungen. Ja, das wird man, nicht so wirklich sehen. Auf jeden Fall, Doch, also ich sehe das grade richtig gut perfekt. warte mal, da muss ich ein bisschen näher ranscrollen. Ähm, ja, Empfehlung, ihr seht hier Windows 10, Windows 11, ne? Ich gehe mal hier ganz nah dran, 'n Intel, 16 Giga RAM. Wartet mal, Das ist der Arbeitsspeicher. 'n kleiner Spoiler-Alarm, Und es wird sogar für die Bestauflösung empfohlene Nvidia. 'Ne Nvidia 3070 für 8 GB VR-RAM ähm, oder 16 GB VR-RAM. wo war das jetzt noch mal? Ja, das ist dann schon also richtig also performancelastig, ne? Und,
diese Richtung mit performance-lastig bewegt sich gerade so 'n bisschen Second Life. Man merkt das an den neuen Fever. Der ist wirklich performance-raubend momentan. Also, ich persönlich mal ein kleiner Spoiler-Alarm, was mein PC kann. Ich habe CPU, eine Nvidia heißt sie, ähm, Jetzt bin und, ich gespannt. oh Gott, wo sehe ich das jetzt hier? 1. du hast 'ne AMD. Du hast 'n Hier sehe ich's. AMD-Prozessor, auch i7, So, ne? wie der sieht, habe ich 'n 8-Kern-Prozessor, ne? Also, seht ihr jetzt zwar nicht, sehe ich grade, aber das kann ich euch erzählen, ne? 'N 8,4 Gigabyte, und ein, ähm, Auf 12 Gigabyte, 12 Gigabyte Grafikkarte hast du und, glaube ich, 16 Gigabyte RAM hast du. ja, Prozessor, 16, Kern habe ich 'n 8. Und also, mein PC ist schon fast, Fast schon wieder alt. erstens das und zweitens auch, ja, halt ein bisschen ja, halt alt, Ja, aber was heißt funktioniert. bisschen in die Jahre gekommen? Also, es reicht. Es würde es würde mit Ach und Krach würd's drauf in ah, Es reicht. mit Ach und Krach würde es eventuell drauf, Du hast 'ne 12 Gigabyte, also du wärst dann quasi in der Anforderung, in dem du wärst dann quasi bei der minimalen Anforderung ungefähr. Da würde ich dich einstufen. richtig. So, So, kleiner jetzt Spoiler-Alarm. Ich habe 'ne bisschen stärkere Grafikkarte drinne. Die ich drin habe, sage ich jetzt nicht. Ich habe 'n i7er, natürlich 'ne Intel, also i7 und 32 GB RAM. Also, ne, es reicht. Auch schon nicht so das pralle Ding, aber na ja, es reicht. ja, wie gesagt, wie du schon sagst, es soll auch so sein, dass man, eventuell auf einer Plattform ist natürlich eine ist schon fertig oder 2. Mag mal so behaupten, weil es muss ja schon was so verfügbar sein. Aber in weiterer Zukunft kann es natürlich sein, dass man wirklich, seine eigene Welt machen kann in der Hinsicht, wie halt Second Life auch seine eigene, Welt seine eigene, Mhm. Baustelle, sage ich immer, bauen kann. Und, ja, auf jeden Fall, ihr seht dann die Avatare, die man erstellen kann, Details genau und, Gesichter verändern, kleinern, größern, also wie in Second Life eigentlich auch, ne? Deswegen ist dann wahrscheinlich der, Dings aufgekommen, ne, der Nachfolger von Second Life. Mir geht noch ganz was anderes durch den Kopf, und zwar dieses Mapping. Ne, also wie die Karten aufgebaut sind von Second Life, beziehungsweise wie ich mir das vorstellen könnte bei dem Spiel da grade. Was wäre 'n mit der wahnwitzigen Idee, dass Second Life seine Server zur Verfügung stellt, damit sie noch 'n bisschen Geld verdienen können über das Spiel? Weil dann wiederum wäre es wieder machbar, Ja, keine ne? Ahnung, da Also, musst du dich deswegen mit den kam man wahrscheinlich Entwicklern. so auf den Gedanken, dass das Spiel Isolde so bisschen der Nachfolger von Second Life sein kann. Potenzial ist da. Ob's es wird, das ist 'ne andere Frage. Richtig. Aber man sieht Potenzial, also Parallelen könnte man ziehen. Ja, bleibt abzuwarten, was draus wird im Endeffekt. Richtig. So, aber jetzt kommen wir mal zum Ende, sonst wird das Video noch länger. Ne, es ist jetzt schon bald 30 Minuten. Also von daher, seht es nicht so eng und seht es nicht also ein bisschen als Mimimi-Video, seht es einfach nur mal als drauf Kleine Reaktion. Diskussionsrunde, ganz einfach. Kleine Diskussionsrunde, so wird es auch eventuell heißen. Kleine Diskussionsrunde über Inzio. Ne, ob es Genau, über das neue Spiel, was auf Steam diesen Monat erscheinen wird, wenn ich das richtig im Kopf habe, der 27. richtig, Haltet euch den Tag mal fest und ja, guckt dann mal auf YouTube rein, guckt dann mal auf Twitch mal rein, ne? Da könnt ihr euch dann halt so 'n bisschen Informationen noch rausholen, noch 'n bisschen raussaugen, was ich gerne mache. mhm, Und ja, dann könnt ihr euch immer noch entscheiden: „Hole ich's mir? Ist es was für einen? Ist es nix für einen?“ und so weiter. Aber richtig. wie gesagt, Parallelen sind da, streiten wir nicht ab. Wir sehen's aber im Endeffekt nicht so, dass es
ne, konkurrenzfähig, ne? So Konkurrenz eher für Sims 4, aber für Second Life denke ich eher nicht. Aber Parallelen könnten da sein. Mal gucken, was draus wird. Bin gespannt. Ja, Ich bin gespannt. Also, nicht vergessen, ne, das ist kein Mimimi-Video, das ist nur 'ne kleine Diskussionsrunde, weil wir das Thema grade so schön aufgegriffen haben, weil wir haben uns die Frage gestellt oder zumindest ich habe mir die Frage gestellt: „Wieso kommt man jetzt auf so 'ne Idee, dass das Spiel Isolde irgendwie vergleichbar mit Second Life sein könnte?“ so Hm, und haben wir klein grade eben heute eben erörtert. so, und nur mal 'n kleiner Spoileralarm, was geil finde, was demnächst rauskommen wird. Was ist das denn? Das ist ein Online-PvP-Spiel. Wenn du 'n Partner hast oder 'ne Partnerin hast und die oder Nachbar oder sonst was oder die geht dir auf 'n Sack, das g Spiel wird der Mega. Du kannst deinen Nachbar verhauen, du kannst ihm Sachen gegen die Äh, Wand schmeißen, du musst sein Klo zerstören und so weiter und so fort. Das wird der Hammer. äh, Das soll irgendwann am 17. April kommt das raus. Nur mal ein kleiner äh, Spoiler-Alarm. Also, wieso habe ich jetzt grade Fortnites, Vibes in mir? weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das aber deshalb mag ich eigentlich PvP nicht in der Hinsicht so, aber das Spiel ist in der Hinsicht ein PvP, ein kleiner Spoiler-Alarm, was ich mir eventuell den Mix holen werde. Das Spiel, man könnte es, glaube ich, laut Entwickler, kommt dann mit KI. Man kann es aber auch gegenseitig spielen mit 4 oder mit 5 Leuten. Es macht total habe ich schon gesehen, hat einer auf Twitch sogar, streamen dürfen. Ich sage natürlich den Namen nicht, die haben das gezeigt und es war total geil. Ich werde auf jeden Fall die Oma spielen. Auf jeden Ja, Fall, das passt zu dir. die aber, da wollen wir mal zum Abschluss kommen. Wie gesagt, ne, das war das Thema zu dem anderen Spiel. Also, bis dahin, eure Sandy. Und Euer Zamir und nicht vergessen, altes Handy, ne, denk an dein Rheuma. richtig. Also, bis dahin. Tschüss. Tschüss.